Apropos Lappen, meine holzige Überleitung leitet über zur nächsten Firma. Auf Deutsch heißt sie die Lappenfirma, auf Englisch The Rack Company. Damit könnt ihr mehr anfangen. Herzlich willkommen, Timo. Ja, guten Tag da draußen. Ich wollte einsteigen mit, was eigentlich Mikrofaser so besonders macht. Also ich habe jetzt hier mal unser Logo mitgebracht und ihr könnt schön sehen, dass das quasi ein Querschnitt ist im Mikroskop. Und die Hauptbestandteile von der Mikrofaser sind Polyester und Polyamide. Wir reden bei Premium-Mikrofaser immer ab einem Mischungsverhältnis von 80-20 oder 70-30. Wobei die 70 das Polyester ausmacht und der kleine Stern in der Mitte immer die Polyamide sind. Und ich wollte euch mal ganz kurz abholen, um kurz aufzuklären, was einem Tuch alles wichtig ist. Und zwar können wir erstmal starten mit dem Begriff GSM. GSM kommt aus dem Englischen und heißt ins Deutsche übersetzt Gramm pro Quadratmeter. Ich habe euch hier mal verschiedene Tücher mitgebracht und der GSM-Wert beschreibt quasi die Dichte der Faser und man kann das Tuch dadurch vergleichen. Als Beispiel habe ich hier mal ein Scheibentuch. Ich hoffe, die Nahaufnahme kriegt das schön hin und man kann schön sehen, dass die Tücher unterschiedlich dick sind. Und dabei haben sie denselben GSM-Wert. Weil es gibt immer das Missverständnis in der Autopflegeszene, dass man GSM an Qualität bemisst, was aber nicht ganz der Fall ist. Kurz zur weiteren Erklärung, ich habe hier nochmal zwei Tücher mitgebracht. Einmal 600 GSM, 500 GSM und 350 GSM. Hier kann man schön sehen, dass GSM auch was über die Dicke der einzelnen Tücher aussagen kann. Aber am Ende wird GSM in der Oberflächen, im Englischen sagen wir Surface Area, gemessen. Und hier kann man sehen, dass die Waffelstruktur genauso viel Fläche hat wie jetzt zum Beispiel dieses Tuch. Ich weiß nicht, ob mein Mikrofon verrutscht ist, Nico. Das kriegen wir hin. Komm, ich begrapsch dich mal ein bisschen. Ist einmal runtergefallen, das ist so schlimm. Ja, guck mal, das ist. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ja, wenn nicht, wäre ich schon angemeckert worden. Das wollte ich ganz kurz zu GSM sagen, einmal kurz anschneiden. Und was ich euch noch zeigen wollte, die verschiedenen Ränder. Einmal ganz schnell anschneiden. Den typischen Rand, den jeder bei einem Mikrofasertuch kennt, ist der umnähte Rand. Und den nennen wir Overlocked Stitch. Ich weiß nicht, mein Mikrofon ist... Dein Ton ist super, es rutscht immer nur weg. Lass dich nicht irritieren, ja. Wir machen es einmal ein bisschen enger so. Okay. Also das ist der ganz normale Rand, wenn man an ein Mikrofasertuch denkt, der Overlock Stitch. Weiter geht's mit zwei anderen Rändern. Die sind beide randlos. Was hier allerdings der Unterschied ist, dass das eine Tuch Ultraschall geschnitten wurde und das andere Tuch wurde mit Laser geschnitten. Hier macht das jede Fabrik unterschiedlich und das bestimmt am Ende auch die Qualität eines Tuchs, weil man kann das jetzt gegen die Faser schneiden, dann fusselt das Tuch nicht. Oder man kann beim Ultraschall auch zu heiß oder zu kalt schneiden. Ja, darauf muss man auf jeden Fall beim Fertigungsprozess stark achten. Zwei weitere Ränder, die wir im Programm haben, ist einmal der Seidenrand. Der ist nicht ganz so populär, weil die Seide keine Flüssigkeit aufnehmen kann. Wir haben ihn allerdings nur noch bei einem einzigen Tuch im Programm. Der neueste Rand und auch der populärste Rand ist der Microfiber Suede Rand. Das ist auch eine 70-30-Mischung und die ist auch am besten geeignet, wenn man am Lack arbeitet oder wenn man an den Scheiben arbeitet, weil das noch Flüssigkeit aufnimmt und das Material nicht kratzt. Das ganz kurz zu den verschiedenen GSM-Werten und auch zu den Rändern. Gehen wir rüber zu dem eigentlichen Thema Mikrofaser-Webarten. Darf ich dich kurz dann nochmal unterbrechen? Ja. Warum überhaupt ein Rand? Warum nicht alle Ultraschall geschnitten oder randlos? Das ist eine sehr gute Frage. Viele möchten auch einen Rand haben, weil man einfach die Gefahr dann nicht hat, dass das Tuch irgendwo fusseln kann am Ende der Faser. Okay. Ein Rand ist auch oft, oder ein guter Rand ist auch oft ein besseres Qualitätsmerkmal als ein schlechtes Edgeless-Design. Ganz viele Tücher beim Edgeless-Design haben halt irgendwo harte Kanten und dann hätte ich ja lieber einen weichen Rand aus Mikrofaser als eine harte Kante. Und bei großen Trockentüchern allgemein dient der Rand auch der Stabilität des Tuches einfach, weil die Fläche ja entsprechend groß ist. Ja. Und ja, es gibt verschiedene Ränder auch, weil die dann auch teilweise in verschiedenen Preiskategorien einfach aufgeteilt werden. Ein Seiderand ist immer viel günstiger als einer aus Mikrofaser. Okay. Und das Edgeless, die Edgeless-Variante ist natürlich auch immer deutlich teurer als ohne Rand. Es widerspricht sich ein bisschen, aber der Rand kostet mehr als die Edgeless-Version. Okay. Ja. Interessant. Genau. Ja, ich habe euch alle Webarten mitgebracht, die wir im Shop führen. Es kommen ein paar auf euch zu. Wir starten mal mit dem ganz normalen Terry-Tuch. Wenn ihr jetzt an ein ganz normales Tuch denkt, Beispiel auch Baumwolle, dann ist das auch im Terry-Design gewebt. Das ist das klassische Tuch, wenn man an Mikrofaser denkt, und das haben wir jetzt in einer Edgeless-Version. Hier ist sie auch Ultraschall geschnitten und das Terry-Tuch macht besonders, dass es sehr kurze Fasern hat. Die sind in Grüppchen aufgeteilt. Ich hoffe, ihr kriegt das mal in der Nahaufnahme.
Dieses Tuch eignet sich besonders gut für jegliche Reinigungsarbeiten, sprich im Motorraum kann ich damit gut durchwischen, ich kann damit Auspuffblenden polieren und ich kann damit auch sehr gut am Lack arbeiten, wenn das Tuch eine gute Mischung hat. In diesem Fall ist es 70-30, das bedeutet 70 Polyester, 30 Polyamide. Ja, also das ist wirklich ein absolutes APC-Tuch, auch sehr kostengünstig. Ein weiteres Tuch, was sehr populär ist, was ihr wahrscheinlich auch alle kennt, ist das Waffeltuch. Das Waffeltuch macht besonders, dass es ganz viele kleine Waffeln hat und diese Waffeln sorgen als Beispiel bei der Scheibenreinigung dafür, dass die Oberflächenspannung einfach aufgrund der kleinen Pockets immer minimiert wird. Das bedeutet, dass das Tuch wesentlich besser auf der Scheibe gleitet. Im Vergleich dazu, wenn man dieses Tuch jetzt auf eine Scheibe legen würde, würde man direkt sehen, dass sich alle Fasern platt stellen und somit können sie nicht mehr an der Scheibe arbeiten. Dieses Tuch macht auch besonders, es hat einen 70-30-Rand, der auch noch den überflüssigen Scheibenreiniger mit aufnehmen würde. Ja, und die Tücher haben immer einen hohen GSM-Wert aufgrund der, ich würde sagen, aufgrund der versteckten Pockets, die hier überall mit verarbeitet sind. Die sind dann dichter, oder? Die Oberfläche an sich ist einfach konzentrierter in diesen Pockets und haben dann ja genauso viel GSM wie dieses Tuch, obwohl es dünner ist. Genau, ein etwas aktuelleres Tuch in der Autopflege nennen wir Twisted Pile. Ihr kennt alle Twisted Pile Tücher aus eurem Badezimmer. Also Fußvorleger oder auch teilweise Handtücher sind ganz oft im Twisted Pile Format, sage ich mal, gewebt. Und die eignen sich auch wiederum sehr gut für die Scheibenreinigung, weil die Oberflächenspannung aufgrund der ganzen vielen Grüppchen an Schleifen einfach minimiert wird. Dieses Tuch ist auch ultra strapazierfähig, man kriegt es also kaum kaputt. Eignet sich, wie gesagt, sehr gut für die Scheibenreinigung, aber man kann es auch gut im Außenbereich verwenden für Detailer auf den Scheiben. Ich denke, Nico, du kennst das Problem auch, wenn man nach der Autowäsche einen Detailer verarbeiten möchte und dann auf die Scheibe kommt und als Beispiel mit einem Plüschtuch arbeitet, was ja auf dem Lack wunderbar funktioniert, aber auf der Scheibe bleibt es einfach hängen. Oder es fängt teilweise an zu fusseln. Genau. Die Waffelstruktur und auch diese Twisted Pile Struktur, die ist absolut fusselfrei. Das ist natürlich ein großer Vorteil gegenüber den Terry oder diesen Plüschtüchern, zu denen wir gleich kommen. Genau, da war schon die Überleitung. Wenn Detailer an Premium-Mikrofasertücher denken, denken sie in allererster Linie immer an Plüschvarianten. Richtig schöne, flauschige, dicke Tücher. Warum nimmt man überhaupt diese Tücher? Bei sensiblen Lacken, sprich Unilacke oder allgemein Lacke, wo man, sage ich jetzt mal, schon das Finish gefahren hat und nochmal entfetten möchte, da möchte man ja immer seine Polierarbeit, die meinetwegen 20, 25 Stunden gedauert hat oder noch mehr, irgendwo mit einem Tuch arbeiten, wo man genau weiß, das ist jetzt das Beste für den Lack, es kann nichts verkratzen. Genau, die Plüsch-Variante haben wir jetzt hier einmal auch im Edgeless-Design und dieses Design wurde jetzt mit einem Messer geschnitten. Sprich, die Fabrik musste jetzt darauf achten, dass wenn sie das Tuch cuttet, dass es mit der Faser gecuttet wird. Wenn man es nämlich entgegen der Faser cutten würde, würde es zu starken Fusseln neigen, was ja auch oft bei Tüchern vorkommt. Ich muss auch selber zugestehen, man kann es nie hundertprozentig ausschließen, dass ein Tuch fusseln kann. Es kommt auch immer auf den Einsatzzweck drauf an. Wenn ich mit einem Detailer arbeite, kann es schneller mal vorkommen, dass die Plüschtücher auch fusseln, aber in der Regel tun sie es nicht. Bei richtiger Pflege und richtiger Wäsche kann man damit sehr lange arbeiten. Dieses Tuch empfehlen wir auch für Klavierlacke, wie gesagt für Unilacke, zum Entfetten, Hochglanzpoliturabtrag. Man kann damit eigentlich so ziemlich alles machen. Wir kommen zur nächsten Webart, die auch relativ unbekannt ist. Wir nennen sie die Pearl-Webart. Die Nahaufnahme brauche ich jetzt. Und zwar kann man hier in der Nahaufnahme sehen, dass das Tuch gewisse Perlen hat. Es gibt auch Grüppchen an Perlen. Und diese Perlen, oder dieses Tuch haben wir vor allen Dingen im Sortiment, weil es sehr gut Coating leveln kann. Wir kennen alle den Coating-Abtrag. Der gestaltet sich ja immer äußerst kritisch. Und wenn man jetzt ein teures Coating auf dem Auto aufträgt, möchte man ja auch, dass das Coating in den Lackporen ist oder auf dem Lack bleibt. Man möchte ja nur die Überschüsse abtragen. Genau, und deswegen haben wir dieses Tuch auf dem Markt, weil diese Perlen werden das Coating quasi leveln und nicht ganz vom Lack abnehmen, weil die Fasern nicht nach außen gedrückt sind, sondern nur eine Kurve machen. Das ist unser Coating-Abtragtuch, jetzt gerade ganz neu, auch in der 70-30-Version, randlos, ja, komplett lacksicher. Ein weit verbreitetes Tuch, was auch jeder Hersteller im Sortiment hat, ist das sogenannte, ich weiß nicht, wie ich es euch hinlegen soll, sogenanntes Dual-Pile-Tuch.
Das macht besonders, dass es zwei verschiedene Faserarten kombiniert. Es gibt auf der einen Seite kurze Terry-Fasern und auf der anderen Seite gibt es die etwas längeren Terry-Fasern. Dieses Tuch haben wir jetzt auch randlos und es gibt es auch in ganz vielen verschiedenen GSM-Stärken. Etwas dünner, etwas dicker. Und das ist auch ein absoluter Allrounder. Man kann damit Politur abtragen, man kann damit Detailer verarbeiten, man kann damit im Innenraum arbeiten, man kann damit auch All-Purpose-Sachen machen, sprich auch Radkästen mal durchwischen, wenn die Tücher schon etwas älter sind. Das nächste Tuch, was ich euch mitgebracht habe, ist auch nicht weit verbreitet. Wir nennen die Webart Coral Fleece. Es ist in der Richtung ähnlich wie das Plüschdesign, aber die Fasern sind wesentlich enger aneinander gewebt. Dieses Tuch hat auch eine gewisse schwammartige Eigenschaft. Das kann man jetzt hier relativ schwer demonstrieren, aber ihr könnt auch innerhalb der Fasern sehen, dass die sehr, sehr weich sind. Dieses Tuch empfehlen wir vor allen Dingen immer auch für Hochglanzpoliturabtrag oder auch für Rinseless-Wäschen. Ich habe auch im Detailer-Contest gesehen, dass das einige benutzt haben für den Detailer am Ende. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war auch mit eines der Tücher, was sie für die Detailer genutzt haben. So, auch Webarten, die nicht ganz verbreitet sind, die man auch vielleicht vom Namen gar nicht kennt, sind gewisse Hybride. Hier können wir nämlich einmal sehen, dass dieses Tuch ein Hybrid aus diesen beiden Fasern ist. Wir haben nämlich einmal die Plüschfaser und wir haben einmal die Waffelfaser. Und dieses Tuch vereint quasi beide Eigenschaften. Das bedeutet, es ist ultra weich und es ist auch von der Wasseraufnahmefähigkeit aufgrund der Waffelstruktur sehr saugstark. Das ist auch ein Tuch, was wir empfehlen für die Rinseless-Wäsche, für Detailerabtrag, für Hochglanzpoliturabtrag, zum Entfetten ist es auch sehr gut geeignet und auch im Innenraum als Beispiel für Klavierlacke etc. Aber vor allen Dingen ist es unser Trockentuch und als primäre Empfehlung. So, dann haben wir noch einen weiteren Hybrid. Das nennen wir Diamond. Und das ist eine Webart gemischt aus, ich finde es jetzt ganz so schnell nicht, auch aus der Waffelstruktur und aus diesen ganz glatten Glastüchern, die jeder aus dem Haushalt kennt. Besonders macht dieses Tuch, dass es auch wieder die Oberflächenspannung reduziert und somit gleitet es deutlich besser an der Scheibe als manchmal auch ein Waffeltuch. Es kommt immer darauf an. Ich persönlich kenne das aus meinem Detailing-Alltag, vielleicht kennst du es auch, Nico, dass wenn man Frontscheiben reinigen möchte, dass manchmal das Waffeltuch auch einfach hakt. Ja. Genau, und dann ist es immer ganz schön, wenn man noch eine Alternative hat. Dafür haben wir jetzt dieses Diamond im Programm. Das nennt sich Diamond, weil es so eine Art Fischschuppen hat. Das kommt so vom Hering. Man kann auch Herringbone dazu sagen. Und ja, probiert das gerne mal aus. Man kann es auch sehr gut feucht benutzen. Es reinigt sehr gut, nimmt alles an Überschüssen auf. Und an Scheiben braucht man jetzt nicht darauf achten, dass es randlos ist, weil an der Scheibe kann man ja in dem Sinne nichts zerkratzen. Ein ganz populäres Tuch, was auch seit einem halben Jahr auf dem Markt ist das Gauntlet. Das ist auch eine Struktur aus weichen Plüschfasern, gemischt mit diesen Twisted Pile Fasern. Das Tuch macht es besonders saugstark, ultra weich und ist auch das primäre Trockentuch, was wir empfehlen für den Einsteiger und auch für den Profi. Zwei weitere Webarten, die ich noch dabei habe, ist einmal das Mesh Design. Das ist jetzt hier unser Insektenschwamm. Er arbeitet so ähnlich, auch wenn es komisch klingt, er arbeitet so ähnlich wie eine Rasierklinge. Also wenn ihr jetzt genug Gleitmittel auf dem Lack habt und dieses Mesh-Design über die Insekten fahrt, dann werden sie sozusagen so mit abgeschoben und verhaddern sich dann in diesem Mesh-Design. Probiert ihn gerne mal aus, auch für die Rinseless-Wäsche sehr zu empfehlen. Die letzte Webart ist auch für jeden bekannt, Chenilfasern, die überwiegend eigentlich nur in Waschhandschuhen verbaut werden. Genau, auch sehr populär, sehr oft kopiert, gibt es auch im Baumarkt für 1,50 €. Davon würde ich euch auf jeden Fall abraten, weil die Qualität ja auf jeden Fall nicht die ist, die man von dem Waschhandschuh erwarten möchte. Genau, das war jetzt ein grober Ausflug in die Webarten.